Um besser zu verstehen, was sind wir. Ich habe hier gesucht, jemand in meiner Generation, weil die haben erlebt, wie die Grünen geboren sind. Genau. Und die haben erlebt, wie das war. Und die können uns empathisch verstehen. Wir sind chaotisch, wir sind mal da, mal da, mal da, aber wir haben eine Richtung, und so wie die Grünen Europa geändert haben. Die haben Europa geändert, weil Bewusstsein von Ökologie, Ökosystemen, alles, was für uns heute ist konkret auf der Welt, ist durch die Grüne Partei, muss ich sagen, Deutschland, aber es war eine Volkspartei. In Italien zum Beispiel war ein bisschen mehr eine Elitepartei. Ja? Es war ein bisschen anders. Und diese Energie ist aber auch in unserem Movimento 5 Stelle. Ambiente, also Umwelt, spielt eine sehr große Rolle. Ich habe eure Programme für Europa versucht, in dieser kurzen Zeit zu lesen und zu verstehen. Ich habe viele interessante Punkte. Manche habe ich auch mit Fragezeichen, das ist immer sehr gut. Wenn man anders denkt, kann man nur besser werden. Aber ich bitte euch, wir haben Probleme mit der Presse, weil so wie die Grünen damals sind wir revolutionär. Und dann sind alle gegen Veränderungen. Die Klasse unter Umständen bitte nicht verstehen. Aber unter Umständen, wir wollen auch in eine Form, nicht nur Italien, sondern auch Deutschland, Europa, da wo wir als Virus ankommen können, wollen wir auch da dieses Ziel erreichen. Das Ziel ist sehr einfach. Kommt von einer Frage, ist die repräsentative Demokratie noch aktuell? Ich kann für Italien sprechen. Da hat eine Richtung genommen, die eine Tragödie ist. Bitte, habt ihr Mitleid mit uns? Giulio Andreotti war wie viele Jahre? 30 Jahre in der Politik. Wie viel Mal war Ministerpräsident? Bis Jahr 1982. Er war ein Ansprechpartner der Mafia. Wir haben Berlusconi auch mitgemacht. Mafia, Berlusconi sind komischerweise, zufälligerweise vom Anfang an auf den gleichen Weg. Man braucht nicht eine Rechtsprechung, um die skandalöse Geschichte dieser Nation. Weil Silvio Berlusconi ist hier gekommen. Er hat die Hand geschüttelt, alle Herren in Europa. Und wir waren da und sagten, die Politiker, wir sind Bürger und wir wissen, dass der Typ so ist und die haben geschüttelt die Hände. Deswegen muss man verstehen, Beppe Grillo ist ein, ich denke, er hat auch das gesagt, Megafon, ich sage Frontman. Dahinten stehen sind wir. Einzelbürger, die versuchen mit Hilfe vom Movimento 5 Stelle unsere Ideen zu organisieren, das neu reinzubringen und ein anderes politisches System zu erstellen. Ich denke, das sollte das, was Marcello gemacht hat, die Vision. Also wir wollen richtig schaffen, dass die Bürger einen direkten Bezug zur Politik bekommen, die nicht durch die Parteistruktur mediert ist. Das ist der Hauptziel vom Movimento 5 Stelle und das natürlich auch nicht nur in Italien, sondern auch auf europäischer Ebene. Das heißt, alle denken, Beppe Grillo ist gegen Europa, wir sind gegen Europa, Movimento 5 Stelle ist gegen Europa. Das ist falsch. Komplett falsch. Wir fühlen uns als Europäer. Im Blog von Beppe Grillo sieht man die Videos von den Indignados, von Occupy Wall Street. Also wir sind für Verbindungen, wir sind nicht für nationalistische Blödsinn.
Unser Hauptwort, das auch Pepe Grillo sehr gut immer wiederholt hat, ist Solidarität. In Italien gab es 77, er hat ein Tour durchgeführt, durch ganz Italien. Ich habe jedes Mal mir das angeschaut, fast, wenn ich konnte. Nicht, weil ich besessen war, ich arbeite ganz viel, deswegen meine Zeit ist sehr wichtig. Aber weil es war unglaublich zu sehen, diese Plätze voll mit Leuten, eine nebeneinander und nicht ein Polizist. Nichts. Und dann konnte ich gleichzeitig in Zeitungen, im Fernsehen sehen, Griechenland, wo die gleichen Probleme, so wie in Italien, una forza, una razza, genau das ist, aber dort Mord, Rassismus, Nationalismus, also das Ekel der Politik ist dort auf der Straße. Bei uns, ich konnte das nicht glauben. Es muss magisch gewesen sein. Mein Sohn hat manchmal ein bisschen Angst gehabt, das sage ich euch auch, sagt, oh, da habe ich mal auch sowas gesehen, so im Jahr 1936. Klar, wenn eine große Volksbewegung gibt, man hat Angst, jeder hat Angst, deswegen sind wir drin, um zu gucken, dass die Bürger selber, die sagen ja nicht, die haben eine Geschichte, die keine Gewalt in sich hat, keinen Nationalismus. Unser Hauptwort ist Solidarität. Und das wollte ich nur als, weil die Presse, für die Presse, für die italienische Presse sind wir. Bitte um die Präsenz zu ergänzen. Also, das sind wir Faschisten, Kommunisten, Terroristen, Populisten, Demagogen. Weiter bitte. Das gibt es noch mehr. Anti-Europäer. Stalinisten ist auch gesagt worden. Sexisten. Weil eine Frau, die mal einen Fehler gemacht hat, ist rausgegangen, dann waren wir alle Sexisten. Es gab eine Geschichte. Also, es ist unglaublich, es wird so oft über Clowns, Entschuldigung. Eine Kollegin, eine deutsche Kollegin sagt, oh, aber schade, zu Hause habe ich eine Pappelnase, hättest du das gut brauchen können? Ja, wir sind auch Clown. Ja? Und der Pierre Steinbock hat zwei große Fehler gemacht. Der erste Fehler ist, Pepe Grillo ist kein Komödiant, er ist ein politischer Kabarettist. Und hier in Deutschland sehe ich sehr gerne politische Kabarett. Super, ja, der ist so. Das ist eine Geschichte, den hat er ins Theater gespielt. Und der andere ist auch kein Clown. Das ist was anderes. Was mehr? Ich würde dann jetzt doch betont an aller Anwesenden so zahlreich übergeben wollen. We have a tradition here that if women want to signalize that they want to say something, we take them in between the order. So they should have it easier to say something, to respond to the question of the sexism. I guess that should be no problem then. I have two questions myself, and then I start with Manfred. Over there was somebody, and I just take further Birka. I just take further notes down. My two questions would be when I talked with Reinhard Bütikofer, the head of the European Green Party. He said, I don't know them too much, but my feeling is there's one person on top that has a very dominant position with Beppe Grillo, at least to the outside. And I feel there's a certain authoritarian tendency in the movement as long as there's not an emancipation by those in the parliament, by those in the party, making the decisions also against his wishes. I would argue it's an interesting case with
some voting in favor of the new heads of the two chambers, not with the majority of the others. So could you convince Reinhard Bütikofer with more examples that there has been an emancipation by members or by people in the parliaments against the wishes of Beppe Grillo, so that you can prove there's not a one-person leadership? That was the first question. The second question, I'm obviously also very interested in the European program of the party. In your written program, I didn't find too much on that. Europe is none of the 5 stars. Obviously, you mean it very general, so that applies also to Europe then. Beppe Grillo in interviews said, where is Europe? Why don't we have a common taxation policy? That is one of the Schlüsselprojekte, key projects of the Greens, to have a common taxation pact, so that what the EU Commissioner on Taxation said, that 1,000 billions, so like 2,000 billions is the overall state debt of Germany, and 1,000 billion a year is lost to the EU member states in taxation because the competition that we have among each other. So I would wonder which concrete projects like those could you say that the 5-star movement would support from the Italian Parliament, perhaps later on from the European Parliament? Which of these projects would you support where the Greens say we want a stronger integrated Europe? And I think taxation is one of the key issues. So could you further elaborate how pro-European the movement is? But I would first collect a lot of inputs and perhaps also answers by others. Not too many. And not too many? It's only one text. We have only one. But there's also a lot of paper to take notes in case it is necessary. Okay. Manfred, I said I will take the women in between, Birka, the man in red, and I take further notes. Manfred. Oh, only one at a time. It's very interesting to hear you. And I have 2 questions. My colleague has La Repubblica from today. And there you have 1 page. And my question is not you, but Movimento 5 Stelle. My question is, you said that before the elections, it was no press articles about the Berlino. No, as I said at the beginning, when we had these 2 big events. What's your impression now? It's now in the press, it's what they say, it's fair. And the second question is, I have seen that you want to make a referendum about Italy and the Eurozone. Yeah. Do you really think it's now the best moment to make a referendum about this matter? Do you want to go out from the Eurozone? All the others who want help, not Italy, but the others, want to stay in the Eurozone. People from Cyprus, the people from Portugal, the people from Spain, the people from Ireland. And the concrete question is, what do you think how Italians would vote in that referendum? Maybe in 1 year, when you have the Prime Minister.